Und dann gehen wir auf Nauta Salon Bootsmesse in Catania. Also wir waren jetzt gerade an der zweiten Adresse, da ist es auch nicht. Also für uns ist das jetzt eine ganz neue Welt hier. Der hier, der große, kostet 110.000 Euro. Wir haben uns bemüht, so viel Segeln wie möglich reinzubringen. Wir sind auf dem Weg zur Bushaltestelle. Wir fahren nach Catania an den Flughafen, holen uns einen Mietwagen und dann gehen wir auf Nauta Salon Bootsmesse in Catania und dann lassen wir uns mal überraschen, was es da gibt. Ich glaube primär Motorboote, ganz viele, aber ja, wir sind eingeladen, wir schauen es uns mal an. Und wir nehmen euch natürlich mit. Wir wollen heute auf die Nauta. Das ist die Mediterranean Boat Show. Und wir sind an die Adresse gefahren, die angegeben ist. Und hier ist auch alles schön beflaggt, aber es gibt keinen Eingang. Also es scheint irgendwas anderes zu sein. Mit unserem begrenzten Italienisch kommen wir auch nicht weiter. Es sieht auch nicht nach einer Ausstellungshalle aus, sondern nach einer Lagerhalle. Jetzt gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Da fahren wir jetzt mal hin. Mal schauen, vielleicht ist es da. Also wir waren jetzt gerade an der zweiten Adresse, die in Frage kommt. Da ist es auch nicht. Uns hat ein sehr freundlicher Wachmann gesagt, dass es ungefähr da ist, wo wir vorher schon mal waren. Er spricht auch nur Italienisch. Ich habe nur die Hälfte verstanden. Also wir machen das jetzt alla Sizilianer. Wir suchen einfach ein bisschen. Vielleicht müssen wir die Straße weiter hochfahren und nicht abbiegen, dass es ganz am Ende der Straße ist. Also er hat gesagt, es gibt Servizio 2858, da soll ich rechts abbiegen und dann bis zum Ende fahren. Servizio 2858. Ja. Na gut. Das scheint irgendwie so ein Wachunternehmen oder sowas zu sein. So, also jetzt fahren wir noch mal im Kreis und dann fahren wir noch mal im Kreis und dann sind wir da. Vielleicht. Gut. Also jedenfalls sind wir die Straße jetzt irgendwie schon 4-mal runtergefahren. Ja. Das klingt nach einer Messehalle, C1. Nauta? Nauta, Sie? sempre. Okay, perfetto. Grazie. Sì, grazie. Also wir sind jetzt auf dem Areal, was eher wie ein Parkhaus aussieht. Der Wachmann, der hier vorne steht, hat uns jedenfalls gesagt, wir wären schon mal richtig. Hier steht aber nichts dran. Also es soll ja eine Messe sein. Hier stehen schon mal Autos. Also ich erwarte irgendwie sowas wie Motorboote. Maritime Plakate. Sind wir mal gespannt, ob das geklappt hat. Wir sind eingeladen worden und sollten eigentlich freien Eintritt haben. Jetzt gucken wir mal, ob das geklappt hat. Wir sind auf Sizilien in Catania und wollen hier auf eine Bootsmesse. So, soweit so gut. Marion hat die gefunden im Internet. Aber wir finden den Eingang nicht. Also hier steht zwar überall Ausgang. Gut, also wir haben den Eingang gefunden.
ich bin jetzt echt gespannt, was mich erwartet. Auf jeden Fall Bootsmotoren. Yanmar ist da, das Beta Marine habe ich gesehen. Honda habe ich auch gerade gesehen. Also es gibt auf jeden Fall auch Innenborder, nicht nur Außenborder. Ne? Und dann können wir ja mal gucken, was eigentlich der Motorbootsmarkt im Bereich Elektromotoren macht. Ob das überhaupt ein Thema ist, das finde ich ganz interessant. Das hat auch geklappt. Also es gibt schon mal Stradivarius, Nautilus Luxury Ribs und die Autofahrschule La Rapita. Ready for some great adventures? Ja, also auf jeden Fall. Also wir laufen jetzt einfach mal los. Ja, wir starten jetzt mal bei dem Wichtigsten. Ja, das sind eher also Autos für uns hier. Der ist hat sogar 4 Türen. Der ist cool. Der gefällt mir. Oder der? Ich finde sowas immer noch krass. Das ist ein RIP, das ist länger als unser Boot und hat fast 1000 PS hinten dran. Also dieses RIP hat 3 Außenborder mit je 350 PS. Also schnell ist das. Ich würde sowas gerne mal von innen angucken. Also für uns ist das jetzt eine ganz neue Welt hier, was wir betreten. Oder? Ja. Das ist wie der Love Seat im Kino. Ne? Also ich finde das faszinierend. Ich konnte gerade den Blick in die Kabine werfen. Unten ist ein Bettchen für 2 Personen und vielleicht ein Kind und eine Toilette. Das war's. Aber immerhin. Das heißt, das ist ein Baderennboot. Eine schwimmende Badeplattform mit viel PS. Aber immerhin, man kann drin schlafen, ne? Ja. Mit Dusche. Also sowas. Also Wasserablauf. Hier steckt sogar der Zündschlüssel. Ja, gut, das Wollen wir den mal anlassen, hier die 1000 PS? kommst du nicht weit. Also fahren würde ich sowas schon gerne mal. Da bist du ganz schnell von Mitterrand nach Ibiza gefahren. 10 Minuten. Ja. Einer für dich, einer für mich. Das reicht genau. Ich finde diese Zwergpudel echt große Klasse. Apropos Zwergpudel. Hier haben wir einen Zwergracer. Weißt du was?
Das hier ist übrigens ein Schlauchboot, ein Beiboot oder ein Badeboot mit Jetantrieb. Wir kennen die ja meistens mit Außenborder. Der hat einen Jetantrieb, so wie die Jetskis. Also wir sind ja Segler und jetzt auf einer Ausstellung, wo fast nur Motorboote sind. Ich sehe das allererste Mal überhaupt einen Preis. Also 140.000 € für eine schwimmende Badeplattform, mit der man schnell von A nach B kommt. Plus Mehrwertsteuer. Oh ja. Plus IVA. Ja, plus 20%. Wahnsinn. Da kann man ein schönes Segelboot für kaufen und ein Jahr um die Welt segeln. Oder 2 oder 3, je nachdem. Schau mal, hier ist dein Grill. Du hast doch die ganze Zeit einen Grill vermisst. Da ist der Grill. Hier ist das Waschbecken. Woran erkennt man den Segler? Weil er rückwärts ins Motorboot geht. Guck mal, das ist aber groß. Kann man es aushalten? Guck mal, wie groß das Bett ist. Das ist riesig. Also es würde für 2 bis 3 Personen reichen, das Bett. Ja, das reicht. Kann man Party machen. Das ist ein Familienbett. Guck mal, wie groß das Bad ist. Ui, das ist aber echt groß. Ja, ne? Mit Dusche. Cool. Lässt sich's aushalten, ne? Ist groß. Also im Vergleich zu dem anderen, wo wir vorhin drin waren, das hier ist 12 Meter lang, knapp 11,47 Meter oder sowas. Und das andere war ein Stück länger. Finde ich, dass hier die Kabine deutlich geräumiger ist. Da kann man tatsächlich mal, naja, zumindest einen Mittagsschlaf machen und duschen. Das ist ja jetzt auch ein Motorboot und das andere war ein Ritt. Das andere war ja ein Schlauchboot. Das ist der Unterschied. Ja, weil, weißt du, hier ist viel höher. Bei dem anderen habe ich gedacht, boah, ein bisschen Wellengang kannst du hier nicht mehr drauf rumlaufen. Und hier kannst du ja noch laufen. Nach den ganzen schnellen Rips sind wir jetzt hier bei Volvo Penta, bei Bootsmotoren um die 60 bis 75 PS. Das würde für uns nicht in Frage kommen, weil er einen Turbo hat. Bei Segelbooten sind Turbomotoren deswegen nicht so ganz glücklich, weil die eigentlich nie auf ihre Drehzahl kommen. Das heißt, die versotten mit der Zeit. Das heißt, du hast dauernd Wartungen am Turbo. Also das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist ein 600 PS V12. Irre. Der hier, der große, kostet 110.000 € laut Liste. Und davon hast du ja 3 an dem Boot dran. Plus Boot. So viel zum Thema Elektromotoren. Ich glaube, das wird heute nichts außer bei den Autos. Die kleinen Mercury haben sie natürlich hier.
gefällt mir. Der gefällt mir richtig gut. Ist nur schade, dass es kein echtes Amphibienfahrzeug ist. Das wäre cool. Hier sind wir an dem Stand, der hat Motoren von FNM. Und das ist ein Hybridmotor, der hat nämlich hier hinten am Übergang auf den Antrieb einen Elektromotor noch dran. Ich hatte sowas auf der Messe in Düsseldorf schon gesehen, allerdings deutlich schmaler. Das war kombiniert, das war sozusagen beim Fahren, war es eine zweite Lichtmaschine mit sehr, sehr viel Output oder beim Antrieb dann der einzige Elektroantrieb. Großartiges System. Also ich glaube, das ist die Zukunft. Wir kommen jetzt in die Segelbootabteilung. Tada! Das Foil. Das Foilruder kannst du ablassen. Das hier ist die Wasp. Ist auch ein Foiler, also ein fliegendes Segelboot, was sich auch mit diesen Tragflächen aus dem Wasser hebt. Und uns wurde gerade erklärt, bei 10 Knoten Wind fährt das Boot 20 Knoten, wenn die See ruhig ist. Klar, wenn Welle ist, wird das abgebremst. Faszinierend, würde ich gerne mal segeln. Das hier ist jetzt ein Boot, das ist eine Jolle für Handicap, also extra designt dafür. Das heißt, man sitzt hier drin rechts und links und das hier ist das Steuer. Also man steuert nicht mit einer Pinne wie normale Jollen. Du hast hier ein Hupenkiel. Ein Schwert ist das. Kein Kiel, das ist ein Schwert. Da ist das Wort wieder da. Zu lange nicht mehr auf der Jolle gesegelt. Dieses Boot hier ist natürlich darauf ausgelegt, nicht zu kentern. Also das ist wirklich auf Sicherheit. Das segelt natürlich entsprechend nicht so schnell. Aber man hat halt den Spaß, den Segelspaß und ich finde das total toll, weil ja, Segeln sollte ja jeder können. Ich finde das cool. Wir haben uns bemüht, so viel Segeln wie möglich reinzubringen. Das waren die einzigen 3 Segelboote hier auf der Messe. Mehr geht leider nicht, aber wie es so ist, man kommt ins Gespräch und der hier am Stand uns das erklärt hat, der hat Verwandtschaft am Bodensee. 90 PS bei 2,70 Meter Länge. Ich glaube, das macht Spaß. Ich finde das hier ein total witziges Detail. Ich meine, ist ja Pirelli, ist ja eine Reifenmarke, ne? Das Boot kostet bestimmt einen Haufen Geld. Und dann so ein Ankerchen da dran. So ein Ankerchen da dran. Sollen wir da mal hingehen und denen sagen, dass sie mit dem Code Hafenkino 10% Rabatt auf den Ultramarine-Anker bekommen? Ihr übrigens auch, wenn ihr Interesse habt am Ultramarine-Anker, mit dem Code Hafenkino bekommt ihr 10% Rabatt auf Anker und Zubehör.
Ist erstaunlich groß. Ist groß, ne? Ja. Ja. Also das ist größer, als ich gedacht habe. Ich dachte mir schon, dass hier viel drin ist, aber dass das so groß ist, hätte ich nicht gedacht. Weißt du, wie lang das ist? Nee. 10 Meter, 12 Amazing. Meter. The length of this boat? 14. 14 meters. Ja. Ja, das ist genauso groß wie unser. 14 Meter lang. Ja, 14 Meter. Crazy. It's amazing. Thank you. It's amazing. This is stuff. Ja. Die Köchin und der Captain. Das ist hier der Niedergang und da sind die Stufen eingearbeitet, damit man hier aufs Vorschiff gehen kann. Hier geht es aufs Vorschiff. Das war jetzt die Itama 45 RS von der Werft, also von Itama. Und Itama ist eine Gruppe, da gehört unter anderem Riva auch dazu und Pershing. Wusste ich auch nicht. Und die Fertigung ist in Ravenna, ist alles, also das Boot wird in Ravenna montiert. Der Rumpf wird auch in Italien hergestellt. Die Firma gehört inzwischen Chinesen, wurde aufgekauft. Sie produzieren trotzdem noch alles hier in Italien. Das war jetzt relativ wenig Segelboote. Ich fand es trotzdem echt spannend. Hier gab es nur Motorboote, deswegen waren wir in Motorbooten mal drin und haben uns damit auch mal ein bisschen näher auseinandergesetzt. Das war sehr interessant heute. Ich habe mir das gedacht, dass es hauptsächlich Motorboot ist. Es ist auch die Messe ist auch nicht so groß wie jetzt Düsseldorf und Sizilien ist nicht so groß. Aber ja, ich fand es auch interessant. Die Leute waren sehr nett, es war nicht zu voll. Also war ganz gut, dass wir nicht am Wochenende gegangen sind. Da ist es wahrscheinlich voller. Also ich hatte Spaß. Dann sind wir doch 2 und alle sind glücklich. Ja, und jetzt fahren wir nach Hause. Ich krieg Hunger.